Der Abschied dann am Abend, der hat es wirklich in sich gehabt. Es ist mir persönlich sehr nahe gegangen, sind natürlich bei mir auch wieder große Krokodilstränen gelaufen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustdesign Vadikap PP, Vadikap Tukon. Im heutigen Video erzähle ich euch ein bisschen was sich bei mir so die letzten Tage alles ergeben hat oder was passiert ist. Ich möchte euch da einfach einen kurzen Einblick geben. Es war hier sehr viel los. Das Wetter hat mir oft einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber dazu erfahrt ihr einfach mehr in dem Video. Lasst euch also überraschen und bleibt bis zum Schluss dran. Es lohnt sich definitiv und nun viel Spaß mit dem Video. Bevor es aber losgeht mit dem Video, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch dieses Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dann einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Dieses Abo, das kostet euch kein Geld, das kostet euch auch nicht viel Zeit. Das ist lediglich ein Klick, den ihr machen müsst. Und für mich und für alle YouTuber ist es ein tolles Feedback. Nutzt auch die Gelegenheit und schaut mal in meine Playlist rein. Das lohnt sich da definitiv auch reinzuschauen. Der ein oder andere hat vielleicht noch das ein oder andere Video noch nicht von mir gesehen. Also schaut da mal rein. Es lohnt sich ganz sicher. Ich persönlich und natürlich auch Boon, wir beide möchten uns nochmal für die wirklich zahlreichen Kommentare, die es beim letzten Video von ihrem neuen Land gegeben hat, ganz, ganz herzlich bedanken. Boon hat sich darüber absolut tierisch darüber gefreut. Sie hatte eine Riesenfreude, dass das alles so gut ankommt. Sie hat auch eine Riesenfreude daran, die Videos mit mir zusammen zu machen. Sie fragt mich eben schon jeden Tag, wann machen wir das nächste Video. Ja, die Regenzeit hat uns nun denn endlich wieder. Hier gab es jetzt die letzten Tage unglaubliche Regenschauer. Für mein Empfinden nach ist es viel mehr als im letzten Jahr. Dann hat uns dieses Wochenende, ja, sage ich mal ab Donnerstag eigentlich, hat uns noch ein Unwetter erreicht, was anscheinend aus Richtung China kam, Thailand ein bisschen gestriffen hat, hauptsächlich den Nordosten Thailands. So gab es jetzt vorgestern einen ordentlichen Sturm. Gestern gab es auch nochmal einen kleinen Sturm. Sind ordentliche Schäden wieder verursacht worden. Also ja, nichts, was man nicht irgendwo wieder in Ordnung bringen kann. Aber es kostet halt einfach immer unglaublich viel Zeit. Und natürlich auch das Unkraut, was natürlich wieder beseitigt werden muss. Deswegen war es mir einfach unmöglich, da jetzt ein Video zu drehen. Musste natürlich auch noch viel meiner Frau helfen hier. Wir hatten noch einiges geplant, hatten noch einiges vor. Ist aber jetzt soweit alles erledigt. Noch ein paar Kleinigkeiten, die zu machen sind. Aber so war das einfach die letzten Tage hier. Auch gestern wollte ich mit Boon zusammen nochmal was auf ihrem neuen Land ein bisschen drehen. Konnte gerade mal schöne Drohnenaufnahmen machen. Dann kam auch schon wieder das Unwetter. Was auch noch die letzten Tage passiert ist, was gemacht worden ist. Meine Frau hat sich dann doch noch entschieden gehabt, noch ein paar weitere Bäume umzumachen. Das hat mich auch ganze 2 Tage gekostet. Wir haben den Ausblick nach hinten noch ein bisschen mehr verschönert. So sieht jetzt der Ausblick aus. Derjenige, wo vielleicht meine alten Garten-Updates mal gesehen hat, der weiß, dass dort ein Mangobaum war. Dort war der Don Chompu. Dann waren da noch 2 weitere Mangobäume. Dort war auch noch ein Mangobaum. Dort war auch noch ein Mangobaum. Hier seht ihr jetzt noch ein Überbleibsel von dem Sturm, den es vorgestern gab. Das muss ich auch noch erledigen.
Auch da hat sich meine Frau und ich dazu entschlossen, diese Geormangoren, also diese Dragon Fruit, die werden wir dort rausnehmen, weil es sowieso kaum Früchte gab. Und dann kommen da einfach ein paar Blumen rein oder ähnliches. Ja, warum haben wir auch die Bäume weggemacht? Zum einen haben die Bäume kaum Früchte getragen. Das waren schon sehr alte Bäume. Und wir haben unzählige Mangobäume. Es ist einfach unmöglich, das alles selbst zu vertilgen oder der Familie weiterzugeben. Es ist so viel am Boden gelegen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Bäume einfach wegzumachen. Dort sind aber auch schon wieder neue Bäume gepflanzt worden, allerdings keine Früchte, sondern einfach Bäume, die schöne Blüten bekommen. Und da wollen wir jetzt einfach das auch gar nicht mehr so groß oder so hoch wachsen lassen, um einfach den Ausblick auch noch ein bisschen zu erhalten. Aber dann gibt es hier ein buntes Bild nach hinten raus und das wird, denke ich, auch ganz schön werden. Ja, die Temperaturen hier, wir haben immer noch eine sehr, sehr heiße Zeit hier, trotz der Regen jetzt auch eingesetzt hat. Wir haben hier teilweise Temperaturen von, sage ich mal, 36, 37, 38 Grad, was aber nur laut Thermometer zu sehen ist. Gefühlt sind die Temperaturen ganz sicher über 40. Deswegen macht es auch das Arbeiten hier schwer. Und deswegen hat meine Frau mich nun endlich auch überredet, sage ich mal, dass wir im Schlafzimmer bei uns eine Klimaanlage montieren lassen. Bin da auch nach wie vor noch skeptisch dagegen, weil ich Klimaanlagen grundsätzlich nicht gern habe. Aber es ist einfach doch so, dass es sich sicherlich am Abend oder in der Nacht dann auch, sage ich mal, angenehmer schlafen lässt. Oder dass, wenn man am Tag mal sich ein bisschen abkühlen will, dann sich mal kurz aufs Bett legt, die Klimaanlage einstellt. Die Klimaanlage wird nächsten Dienstag installiert. Ich denke, dass ich auch da vielleicht mal die Kamera noch ein bisschen laufen lasse und zeige euch dann auf jeden Fall noch das Ergebnis. Ja, des Weiteren hatten wir am 12. Juni noch den Geburtstag von Schwiegermutter gefeiert. Wie alt sie ist, das können wir immer noch nur abschätzen. Damals, als sie geboren wurde, war das noch nicht so. Da hatte eigentlich jeder Haushalt kein Motorrad, kein Auto. Wenn man dort ein Fahrrad hatte, dann war man schon glücklich. Und als Schwiegermutter geboren wurde, ja, die Geburtenmeldungen hier, die sind nicht so akkurat wie in Europa. Das kann sein, das wird 2, 3, 4 Jahre später erst erledigt, wenn man dann mal wieder auf der Gemeinde ist. Deswegen kann man das bloß grob abschätzen. Wir vermuten, sie ist um die 90 rum einfach. Wir haben auf jeden Fall jetzt, also laut ihrem Ausweis, ihren 89. Geburtstag am 12. Juni gefeiert, beziehungsweise am 11. Juni. Wir haben in den Geburtstag reingefeiert. Das war für mich dann auch noch ein sehr bewegender Abend, weil die ganze Familie natürlich zusammengekommen ist, weil am 12. Juni dann auch meine Frau abgereist ist. Die hat sich dann quasi von Thailand erstmal wieder kurzzeitig abgemeldet. Der Abschied dann am Abend, der hat es wirklich in sich gehabt. Es ist mir persönlich sehr nahe gegangen. Ja, mittlerweile ist meine Frau denn jetzt schon wieder in der Schweiz gut angekommen, Gott sei Dank. Wahrscheinlich wird sie dann Ende Jahr wieder hierher kommen. Sind natürlich bei mir auch wieder große Krokodilstränen gelaufen. Aber ja, jetzt war eine wunderschöne Zeit zusammen mit ihr hier. Wir konnten viel erledigen. Es war einfach schön und ja, umso mehr freue ich mich jetzt natürlich dann schon, wenn sie dann wieder Ende Jahr dann kommt. Und das ist einfach so die letzte Zeit passiert. Seid aber gewiss, es kommen wieder schöne Videos, wo ein bisschen mehr zu sehen ist als ein kurzes Update von mir. Aber ich habe gedacht, jetzt dieses Wochenende möchte ich euch einfach mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden halten, was bei mir die letzten Tage so passiert sind. Wollte euch auch zeigen, dass es mir gut geht und dass es definitiv auch weitergeht hier auf dem Kanal. Wer ein bisschen erschrocken ist aufgrund meiner Thumbnail, also meinem Eingangsfoto, dem kann ich hier Entwarnung geben. Das Goodbye aus Thailand, das hat sich nicht auf mich bezogen.
Das hat sich natürlich auf meine Frau bezogen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch gern mal einen Spaß mache. Für mich heißt die Devise immer weiter kämpfen. Dann steht ja auch noch eben ein weiterer Abschied bevor. Boon wird uns hier in Thailand am 18. Juni verlassen. Das wird auch nochmal eine harte Zeit für mich werden, weil ja, ich habe das wirklich absolut genossen, so lange hier die Familie jetzt mal wieder hier beisammen zu haben. Es war einfach eine wunderschöne Zeit und habe da wirklich jede Sekunde genossen. Entschuldigt mich also, die Thumbnail, ich wollte da ein bisschen triggern, aber für mich geht es definitiv nicht raus aus Thailand. Bei mir geht es hier definitiv weiter. Ich werde euch jetzt gleich auch noch ein paar Szenen einblenden, was euch in den nächsten Videos erwartet. Da wird ganz sicher für den einen oder anderen wieder was Interessantes dabei sein. Da wird auch sicherlich wieder was von Boon, ihrem neuen Land, zu sehen sein. Da war ich, wie bereits angesprochen, schon gestern, habe mir dort einen kurzen Blick wieder erhaschen dürfen. Das sieht wirklich alles wunderschön aus. Die Drohnenaufnahmen sind auch schön geworden. Lasst euch also überraschen, was da kommt. Dann kommt noch ein anderes interessantes Video, aber ich möchte da auch noch nicht zu viel verraten. Das wird euch sicherlich auch gefallen, hoffe ich zumindest mal. Oder würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefällt. Ansonsten würde ich jetzt so langsam dann zum Schluss kommen. Ich möchte mich wie immer ganz arg bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch da draußen eine ganz gute Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und dann sehen wir uns ganz sicher zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.